Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer im Straßenverkehr unterwegs ist, der wünscht sich ja manchmal 4 Augen, damit er alles sehen kann, um zu verhindern, dass ihm oder anderen Leuten irgendwas passiert. Mit 4 Augen kann ich heute nicht dienen, aber ich kann zumindest 2 zusätzliche Augen anbieten. Und zwar die AKIYU Eyes, eine Dashcam oder vielmehr eine AI-Dashcam, die quasi euch die Möglichkeit gibt, AI-Features jetzt auch mit Dashcam-Funktionen zu verbinden. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr bekommt hier nicht eine Dashcam, sondern halt eben eine AI-Dashcam, die mit 2 Kameras ausgestattet ist, jeweils 2K Auflösung, die KI-Features unterstützt. Dazu kommen wir dann aber später im Video nochmal. Erstmal ein bisschen zu den Fakten. Ihr habt ein 4 Zoll Touch-Display, welches ihr nutzen könnt, ein Betriebssystem, was updatebar ist. Ihr habt ADAS, den Driving Assistant, mit an Bord, der ja AI gestützt ist. Wir haben den Blind Spot Assistant mit an Bord, wenn ihr die Rückfahrkamera installiert. Wir haben Sony Starvis 2 Sensoren bei den Kameras, eine für Weitwinkel und eine für den etwas längeren Fokus, und wir haben auch eine 2K Rückfahrkamera, so ihr die denn installieren möchtet. Das ist das Paket, welches ihr bekommt, wenn ihr euch die Eyes auf Kickstarter oder direkt bei AKIYU kauft. Packen wir einmal das ganze Paket aus, denn es ist ja einiges mit an Bord. Eine Rückfahrkamera, die eigentliche Dashcam. Wir haben die Sicherheit, diverse Halterungen, Kabel und so weiter und so fort mit an Bord. In manch anderen Videos ist ja weniger auszupacken, hier jetzt etwas mehr. Wer jetzt direkt zu den Features und Ähnlichem kommen will, der kann dieses Kapitel natürlich auch gerne überspringen. Überhaupt kein Problem. Grundsätzlich kommt erstmal in dieser Verpackung einmal die Rückfahrkamera oder Rear Camera, wie man auf Englisch ja so schön sagt, und natürlich die AI Dashcam Eyes mit aus der Verpackung heraus sozusagen. Und wir sehen jetzt einmal, was hier alles drin ist. Vielleicht zur Information, es ist noch ein Vorserienmodell, deswegen gibt es keine Bedienungsanleitung. Ich musste mir also viele Dinge selber erklären, wenngleich auch das vielleicht bei den meisten Sachen ganz gut geklappt hat. Gerade eben die beiden Folien sind dazu da, dass ihr das Ganze vernünftig auf der Windschutzscheibe befestigen könnt. Da haben wir hier 2 Schrauben, die ihr für die Verschraubung der Kamera verwenden könnt. Wir haben hier ansonsten noch diverse Klebestreifen, Kabel, Halterungen und so weiter und so fort mit an Bord. Ein langes Stromkabel, welches ihr verwenden könnt. Ein alternativ etwas kürzeres Stromkabel und oder Datenkabel, je nachdem. Wir haben diverse Klebepads, die ihr ersatzweise nutzen könnt, wenn die anderen Klebepads aufgebraucht sind sozusagen. Das seht ihr hier dann nochmal. Wir haben hier noch eine ergänzende Halterung, die zusätzlich zu der Halterung ist, die wir verbaut haben. Wir haben so ein kleines Hebewerkzeug, um hinter die Verkleidung eures Fahrzeugs zu kommen. Wir haben hier ein Zigarettenanzünder-Ladegerät, welches ihr dann auch noch verwenden könnt, wenn ihr nicht direkt USB-Anschlüsse in eurem Fahrzeug verbaut habt. Dann haben wir hier einmal die AKIYU Eyes, also die eigentliche Kamera. Die kommt erstmal in einer guten Qualität daher. Also da ist trotz der Tatsache, dass wir hier eins der ersten Modelle haben, wirklich alles richtig gut verarbeitet. Also Knöpfe, gute Druckpunkte, keine scharfen Kanten oder ähnliches. Hier vorne die beiden Kameras, dann auf der Seite Knöpfe, die ich euch nachher noch erklären will. Und ansonsten hier unten Platz für die Speicherkarte, ein Mikrofon und den Reset-Button und auch entsprechende Lautsprecher, denn die Kamera spricht logischerweise auch mit euch und warnt euch entsprechend über das ADAS-System vor Dingen, die auf euch zukommen. Hier oben habt ihr noch den Anschluss für die Rückfahrkamera. Und ansonsten ist es das gewesen. Hier wenig überraschend noch das Touch-Display. Das gucken wir uns dann aber später nochmal an. Werfen wir auch noch einen kurzen Blick in die Rückfahrkamera. Wie gesagt, konnte ich wegen meinem Dienstwagen nicht bei mir anschließen. Aber ich will euch natürlich nicht vorenthalten, dass es hier noch eine Rückfahrkamera gibt, die man noch integrieren kann in das Gesamtsystem. Wird über USB nach vorne geführt zu der Dashcam an eurer Frontscheibe und über dieses kleine Kabel hier an die Rückfahrleuchte oder an die Rückfahrleuchte angeschlossen, um entsprechend das Signal dafür zu bekommen, dass jetzt der Rückwärtsgang eingelegt ist. Hier noch das lange Kabel, um dann von ganz hinten nach ganz vorne in eurem Fahrzeug auch das entsprechende Bildsignal transportieren zu können. Ja, ansonsten ist es das eigentlich schon gewesen. Ich zeige euch gleich nochmal ein zusätzliches Tool oder eine zusätzliche Verkabelung, die quasi jetzt hier nicht in diesem Paket enthalten ist, aber grundsätzlich noch mit dabei gewesen ist. Dazu kommen wir jetzt im nächsten Kapitel.
So, genau das ist hier nochmal die Rückfahrkamera. Ich habe es gerade eben schon gesagt, weil ich einen Dienstwagen habe, hatte ich keine Möglichkeit, das Ganze zu verbauen. Hängt damit zusammen, ihr müsst an die Stromversorgung vom Rückfahrscheinwerfer heran und da konnte ich jetzt aus rechtlichen Gründen halt eben nicht dran. Was ihr ansonsten noch verbauen könnt, ist das Power Hardware Kit. Das dient dann dazu, quasi einen Parkraumüberwachungsmodus zu aktivieren sozusagen. Sprich, auch wenn euer Fahrzeug nicht eingeschaltet ist, ihr nicht dabei seid, könnt ihr die Kamera als Überwachung oder wie auch immer verwenden. Wir wissen, dass das in Deutschland nicht legal ist, deswegen das nur als Hinweis. Aber theoretisch ist es möglich, dass ihr dann analog zu Tesla da die Möglichkeit habt, einen Wächtermodus in Anführungsstrichen zu aktivieren und den auch über die AkiU-Eyes zu nutzen. So, gucken wir uns einmal die Bedienung an und dazu erstmal die Vorderseite nochmal. Auf der linken Seite die Telefotolinse, auf der rechten Seite die Weitwinkellinse. Hatte ich ja, glaube ich, vorhin schon erwähnt, die dann für die Aufnahmen in 2K zuständig sind. Dann haben wir einmal hier auf der Seite einen Power-Button. Der Power-Button ist dazu da, um zum einen, und ich zeige es euch hier mal, eine Aufnahme zu sperren. Ihr seht hier oben dieses kleine Schloss. Und der ist zum anderen auch dazu da, die Kamera auszuschalten bzw. komplett in den Offline-Modus zu versetzen. Auf der rechten Seite der Funktionsbutton, der hat zum einen eine Art Screensaver, also sprich ohne Anzeige des Bildes, und zum anderen könnt ihr den gedrückt halten, um dann in die Einstellungen hineinzukommen. Zu den Einstellungen kommen wir dann später nochmal. Gehen wir erstmal noch auf die Unterseite der Kamera und da seht ihr ganz links einmal den Reset-Button. Ansonsten haben wir hier die Lautsprecher und wir haben den Speicherkartenslot und ganz rechts seht ihr noch das Mikrofon. Im oberen Bereich seht ihr ein paar Statusanzeigen. Wenn ihr hier unten drückt, könnt ihr die Aufnahme starten oder stoppen. Und oben rechts, und das meine ich jetzt mit Taskleiste sozusagen, sind die AI-Funktionen GPS, WLAN, Mikrofon und Co. Unten die Geschwindigkeit, wenn wir dann gleich unterwegs sind, dann seht ihr da auch eine entsprechende Anzeige. Dann haben wir hier noch die Aufnahme, ob ihr den Ton mit aufnehmen wollt, ob ihr Ton ausgegeben haben wollt. Ihr könnt das WLAN ausschalten in den Schnelleinstellungen, AI für die Frontkamera, AI für die Rearkamera. Wir können in die Videofiles reingehen, wir können ein Bild aufnehmen, wir können zur Aufnahmeseite zurückkehren, also sprich die Einstellungen verlassen und wir haben hier noch Voice Activated, also sprich wollen wir über Sprachsteuerung nutzen oder nicht und wir können hier ganz rechts in die Einstellungen gehen und das machen wir jetzt auch einmal und dann seht ihr hier, das Ganze ist auf jeden Fall schon mal auf Deutsch verfügbar, vielleicht für den einen oder anderen ja ganz interessant. Dann können wir hier die Einstellungen zu den Kameras vornehmen, sowohl in Bezug auf, ob wir Wide Range aufnehmen wollen oder nicht, wie auch die Qualität der Aufnahme, Schleifenaufnahme, die sich automatisch löscht, ist ja ganz wichtig für Deutschland, damit man auch rechtskonform unterwegs ist. Ansonsten seht ihr hier, dass manche Übersetzungen noch nicht ganz durch sind, aber es ist auch noch ein Vorserienmodell. Das wird dann wahrscheinlich in der eigentlichen Marktausführung dann auch alles sauber übersetzt sein. Wi-Fi einschalten, hier könnt ihr auch nochmal den Ton einschalten, einen Beep haben sozusagen, wenn der Touchscreen bedient wird und einige andere Einstellungen von Uhrzeit über Zeitzone bis Format und so weiter und so fort vornehmen. Formatierungserinnerung übrigens nicht ganz irrelevant, denn ihr solltet die Speicherkarte aufgrund der hohen Schreibfrequenz durchaus zwischendurch immer mal formatieren, damit ihr da keine Probleme bekommt. Und das Spannendste ist natürlich, die AI-Funktionen, die lassen sich nämlich hier einmal einstellen oder nachstellen, sowohl die Empfindlichkeit als auch Korrekturen und so weiter und so fort. Das ist halt hier in den Einstellungen dann nochmal alles zu konfigurieren, auch der Sound der ADAS-Meldungen und all das werden wir uns dann im späteren Teil dieses Videos dann natürlich auch mal in der Realität angucken. Wir fahren auf der Straße und ich zeige euch, was das Ding so alles kann. Ja, bevor wir das machen, gucken wir uns einmal noch kurz die App an. Ihr verbindet euch via WLAN mit der Kamera und könnt dann sowohl das Bild, das seht ihr jetzt hier einmal, natürlich live übertragen auf euer Telefon, für wen das jetzt relevant ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Auto unbedingt relevant ist, aber ihr könnt natürlich auch viele verschiedene Dinge einstellen und vornehmen. Ihr könnt die Kamerawinkel ändern, also quasi welche Kamera wollt ihr verwenden. Das habe ich jetzt hier einmal getan mit dem Knopf links oben. Dann wechselt ihr zwischen den einzelnen Kameralinsen hin und her. Wir haben hier auch die Möglichkeit, dann eben auf die Rear-Kamera zu springen. Das geht jetzt hier gerade natürlich nicht, weil sie nicht angeschlossen ist. Wir befinden uns ja bei uns auf dem Balkon.
Aber theoretisch, wenn die Rear-Kamera angeschlossen ist, dann funktioniert das Ganze logischerweise auch. Jetzt hier wird gleich wahrscheinlich eine Fehlermeldung kommen oder ähnliches. Genau, das ist einfach nur, weil die Kamera nicht angeschlossen ist. Ansonsten hier oben das Bild, wie gesagt, unten dann im mittleren Bereich einmal die Möglichkeit, die Aufnahme zu starten und zu stoppen. Das ist natürlich ganz spannend. Darunter dann direkt der Knopf, um ein Bild zu speichern. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, ein Foto zu speichern. Haben wir ja gerade eben in der Kamerabedienung schon gesehen, wie das Ganze funktioniert. Wir können dann hier natürlich auch in die Einstellungen reingehen und in die Kameradateien reingehen. Gehen wir erstmal in die Einstellungen. Hier seht ihr dann nochmal, dass wesentliche Teile der Einstellungen so ein bisschen gedoppelt sind mit dem, was wir gerade schon in der Kamera gesehen haben. Lässt sich hier natürlich etwas einfacher bedienen und einstellen. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, in die Starteinstellungen und so weiter und so fort, macht die lieber über die App. Das geht da halt deutlich einfacher als auf dem Touchscreen. Für die Leute, die es nicht stört, die können natürlich dann auch alles, also die kompletten Einstellungen am Touchscreen vornehmen. In der App lassen sich nicht alle Einstellungen vornehmen. Gehen wir einmal zurück. Und gehen dann nochmal unten links in den Bereich Kameradatei. Es klingt jetzt erstmal etwas merkwürdig, aber damit ist nichts anderes gemeint als eure Galerie. Und dann seht ihr hier auch alle Dateien oder vielmehr alle Aufnahmen, die quasi in meiner bisherigen Aktivität mit der AQ Eyes abgelegt wurden. Und ihr seht einige von meinem Schreibtisch, einige hier bei uns vom Innenhof, wo ich so ein bisschen rumprobiert habe, wie funktioniert das Ganze und so weiter und so fort. All das könnt ihr jetzt von hier natürlich runternehmen und dann auch entsprechend speichern auf eurem Handy oder wo auch immer ihr es sonst speichern wollt. Verriegelte Dateien werden nochmal separat angezeigt. Das war ja über den Power-Button möglich, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Ansonsten ist die App eher funktional und wir springen weiter jetzt in den Live-Test. So, jetzt aber mal feuerfrei. Die Kamera ist installiert und ihr seht jetzt zum einen einmal eine Aufnahme mit der Weitwinkelkamera und ihr habt aber immer, wenn ihr die Aufnahmen tätigt, auch noch die Aufnahmen aus der Spotkamera, nenne ich sie jetzt mal, oder auf der Fokuskamera. Und das ist halt etwas, was ich persönlich ganz cool finde, dass ihr immer beide Bildmaterialien sozusagen zur Verfügung habt, sodass ihr unterschiedliche Aspekte und Dinge noch wahrnehmen könnt. Und ihr seht hier immer den Wechsel zwischen nah dran und etwas weiter weg, beziehungsweise etwas breiter aufgefächert. Finde ich persönlich ganz gut. Bildqualität geht für mich auch in Ordnung. Aus dem Nachttest habe ich leider die Aufnahmen nicht gespeichert, aber sie waren auf jeden Fall auch in Ordnung und wir gehen mal weiter zu den ADAS-Funktionen. Und was haben wir da als erstes? Die Auffahrwarnung und ihr seht jetzt gleich hier oben, dass ich quasi zu nah aufgefahren bin, beziehungsweise er erkannt hat, dass wir theoretisch jetzt auffahren würden. Und hier möchte ich mich an der Stelle nochmal entschuldigen. Leider ist das Licht so eingefallen, dass die GoPro hier die AQ nicht vernünftig aufnehmen konnte. Aber ihr hört, glaube ich, im Hintergrund im Zweifel die Informationen, dass wir hier auch die Spur verlassen. Und ich verlasse hier ja die Spur, jetzt gleich seht ihr es nochmal, tatsächlich nur minimal und das erkennt er trotzdem. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, hier ist die Spur sehr deutlich zu erkennen, sodass es der Software im Zweifel auch leicht fällt. Was haben wir ansonsten noch? Wir haben ansonsten natürlich auch noch die Erkennung, wenn das Fahrzeug vor euch losfährt. Auch das hier einmal im Beispiel. Ihr seht, der Wagen fährt an und ich bekomme eine Info, grün, beziehungsweise du kannst losfahren, das Fahrzeug vor dir fährt an. Und wir haben ansonsten hier noch die Fußgängerwarnung und die hier ist tatsächlich keine Fußgängerwarnung, sondern ich habe es explizit mal drin gelassen. Hier geht es darum, dass der Fahrradfahrer ja da vorne jetzt quasi gerade so einen Überholvorgang startet und er da erkennt, Achtung, da könnte was passieren. Ja, so könnte euch demnächst eure neue Dashcam begrüßen und wir haben jetzt einiges ja zur AQ Eyes gesehen, einige Funktionen habe ich euch gezeigt und so weiter und so fort. Wie ist jetzt meine persönliche Meinung? Die Doppellinsenstrategie zahlt sich auf jeden Fall aus, weil ihr halt einmal wirklich sehr breit einen breiten Fächer habt sozusagen und einmal halt sehr nah reinzoomen könnt, finde ich persönlich super praktisch, gerade wenn man vielleicht mal ein etwas weiter entferntes Kennzeichen nutzen möchte. Die Bedienung ist wirklich super easy, der Touchscreen lässt sich gut verwenden, die Knöpfe rechts und links sind auch gut vom Druckpunkt her und lassen sich damit auch einfach bedienen. Die Kamera startet Aufnahmen einfach über diesen roten Knopf, wirklich super easy. Auch das Menü ist relativ einfach gehalten, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, wofür die Knöpfe denn dann da sind. Und ansonsten muss man sagen, dass die Verarbeitung sowohl von den Knöpfen als auch von der gesamten Kamera wirklich sehr, sehr gut ist. Die Halterung mit den Ersatzhalterungen auch noch und so weiter und so fort. Ihr seht jetzt hier, die eine Halterung klebt noch bei uns im Auto. Auch das gut gelöst. Kabel funktioniert, wenn ihr das vernünftig verlegen könnt, auch ohne Probleme. Ansonsten die Qualität der Aufnahmen, habt ihr ja vorhin so ein bisschen gesehen, ist aus meiner Sicht sehr, sehr okay. Da muss man sagen, dass es natürlich auch, ja, wie soll man sagen, bei schlechten Witterungsbedingungen Probleme
Probleme gibt, aber das gilt, glaube ich, für alle Dashcams. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr Links in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.